Das ist der Unterschied zwischen Glück und Frustration, zwischen Macht und Ohnmacht. Die erste große Entscheidung ist, wie wollen Sie sich fokussieren? Worauf achten Sie? Worauf achten Sie? Und Sie haben immer zweimal die Wahl. Einmal zwischen Mangel und Überfluss. Das heißt, Sie überlegen, schaue ich auf das, was mir fehlt, was ich nicht habe, oder schaue ich auf das, was ich habe? Schaue ich auf das, was ich habe? Wir schauen also entweder auf Mangel oder auf Überfluss. Wir schauen auf Mangel oder auf Überfluss. Wird gleich klarer, was ich damit meine. Und die zweite große Wahl ist zwischen Ohnmacht und Macht. Und zwar schauen wir auf das, was wir können, kontrollieren können, und das, was wir nicht können. Es war mal ein kleiner Junge, wahre Geschichte. Der ist in einer Klasse, er ist blind, und in der Klasse läuft eine Maus rum und die Lehrerin hat große Angst vor Mäusen. Dann sagt sie den Kindern, helfen mir das Viech fangen. Die suchen überall, finden die Maus nicht. Völlig frustriert, die Lehrerin kann den Unterricht nicht weitermachen, hat sie eine Idee, geht zu dem blinden Jungen und sagt, du hast doch so super Ohren. Wir sind mal alle still. Guck du doch mal, ob du herausfindest, wo diese Maus ist. Alle sind still und er sagt, ja, die ist da vorne in dem Schrank. Und zwei Jungs gehen hin, tatsächlich ist die Maus, sie können sie sofort fangen, der Unterricht kann weitergehen. Nach dem Unterricht kommt die Lehrerin zu dem kleinen Jungen und sagt, ich muss dir etwas sagen. Bitte merke dir das gut. Du guckst immer, weil er immer davon gesprochen hat, ich kann nicht mitspielen. Kinder lassen einen nicht mitspielen, wenn er blind ist, wenn du blind bist. Ich kann das nicht, kann das. Sagt sie, du hast etwas, merk dir das gut. Du hast etwas, was kein anderer kann. Konzentriere dich nur darauf und dann wirst du ein ganz großer. Und Sie kennen den alle. Der heißt Stevie Wonder. Der heißt eigentlich gar nicht Wonder, der nennt sich so. Wissen Sie warum? Der wurde gefragt, was haben Sie für ein Pech gehabt, dass Sie so erblindet sind. Er war ein Frühchen, den hat man in den Brutkasten gelegt, hat was falsch gemacht, ist er erblindet. Da sagt er, nee, ich habe kein Pech gehabt. Ich habe ein Riesenglück gehabt. Wie das? Ja, sagt er, das Mädchen neben mir in dem Brutkasten ist gestorben. Ich habe überlebt. Ich bin ein Wunder. Merken Sie, wie Sie anders fokussieren können? Sie können auf das gucken, was Sie haben oder auf das, was Sie nicht haben. Und Stevie Wonders großer Vorteil ist, dass er sich nicht auf das konzentriert, was er nicht hat, nämlich das Augenlicht, sondern auf das, was er hat, seine Ohren. Und das ist das ganz Wichtige, was wir im Leben immer wieder trainieren müssen. Konzentrieren wir uns auf das, was wir haben. Konzentrieren wir uns auf das, was wir können und nicht auf das, was wir nicht können und was wir nicht haben. Das ist der Unterschied zwischen Glück und Frustration, zwischen Macht und Ohnmacht. Ich entscheide mich bewusst, ich werde meinen Fokus auf das richten, was ich habe und was ich kann. Das ist die erste ganz große Entscheidung. Die zweite ist, welche Bedeutung geben wir einer Sache? Und das hat viel damit zu tun, welchen Fokus wir geben. Wenn wir auf Haben und Können konzentrieren, haben Dinge für uns eine ganz andere Bedeutung. Eine ganz andere Bedeutung. Nicht die Situation ist entscheidend, sondern die Bedeutung, die wir ihr geben. Nicht, wie viel Geld Sie verdienen. Nicht, welches Malheur Sie gerade haben. Nicht, welche Katastrophe Sie erleben. Manchmal scheint uns unser eigenes Schicksal, unsere eigenen Probleme so übergewichtig, so gewaltig. Und dann denken wir, oh, das ist einmalig, was ich da gerade durchlebe. Und dann sehen wir plötzlich ein Beispiel, was viel krasser ist. Und dann sagen wir, Mensch, das ist ja viel schlimmer. Da war ein Mädchen, die hat mit 11 Jahren sich in Pakistan, Afghanistan entschieden, einen Blog zu veröffentlichen, um darauf aufmerksam zu machen, wie die Taliban Mist bauen. Hat über die Gräueltaten der Taliban berichtet in ihrem Blog. Jeden Tag, mit 11. Das fanden die Taliban nicht wirklich lustig.
Und 3 Jahre später haben sie den Schulbus angehalten, in dem das Mädchen Malala sitzt, haben sie rausgeholt und haben ihr aus nächster Nähe 7-mal in Hals und Kopf geschossen. Eine Kugel ist über dem linken Auge eingedrungen, innen im Schädel langgewandert, einiges zerstört, im Kiefer wieder ausgetreten und in die Schulter wieder eingedrungen. Das war nur ein Schuss. 7 Schüsse. Der hat im Krankenhaus gelegen, viele Operationen, die Luftröhrenschnitt offengelegt, damit sie überlebt. Man musste lange mit der Stimme kämpfen, dass man sie hält. Sie ist wieder genesen und 3 Jahre später bekommt sie als Jüngste den Friedensnobelpreis. Warum? Weil sie diese Schüsse bekommen hat? Nee. Die Bedeutung, die sie diesen Schüssen gegeben hat, das hat zu dem Friedensnobelpreis geführt. Was hat sie nämlich gesagt? Die hat gesagt, die Schüsse, das ist Vergangenheit. Das hat überhaupt nichts mit heute zu tun. Die Bedeutung ist jetzt und meine Aufgabe ist größer als wir. Und dann hat man sie eingeladen, weil sich das rumgesprochen hat, was für Bedeutungen sie den Dingen geben kann. Hat man sie vor der UNO eingeladen zu sprechen und dann hat sie gesagt, was Sie hier unten im Kästchen stehen haben, durch die Tat der Terroristen, überlegen Sie mal, durch 7 Schüsse in Kopf und Hals, durch diese Tat der Terroristen sind Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit gestorben. Stärke, Glück und Mut wurden geboren. Boah. Überlegen Sie mal, Ihnen passiert eine schlimmst anzunehmende Katastrophe und Sie sagen, dadurch ist bei mir Angst, Schwäche und Hoffnungslosigkeit gestorben. Boah.